Das Spiel des Jahres, das Kinderspiel des Jahres, das Kennerspiel des Jahres. Ein Jahr lang haben die Jurymitglieder die Brettspielneuheiten des Jahrgangs 2024 in ihren Spielerunden ausprobiert und sich mehrfach getroffen, um zu diskutieren, aber auch zu spielen. Auf der abschließenden Klausurtagung sind die Mitglieder des Vereins Spiel des Jahres sowie die Mitglieder des Kinderspielbeirats jetzt zusammengekommen. Sie haben Argumente ausgetauscht, heiß debattiert, ihre Meinung vertreten und schlussendlich abgestimmt. Jetzt verkünden wir das Ergebnis. Die Longlist mit sämtlichen empfohlenen und nominierten Titeln und danach auch die Shortlist 2024. Jeweils in allen 3 Kategorien: Spiel, Kennerspiel und Kinderspiel des Jahres. Aus dem Frankfurter Spielecafé Place melden sich Harald Schrapers, Vorsitzender des Vereins Spiel des Jahres, und Christoph Schlewinski, stellvertretender Vorsitzender und Kinderspielkoordinator. Hallo, liebe Spielende. Ja, hallo und schönen guten Tag. Wir beginnen direkt mit der Longlist. Spiel des Jahres 2024, Kennerspiel des Jahres 2024 und Kinderspiel des Jahres 2024. Und wir beginnen mit den Spielen für die Jüngsten, den Spielen mit dem niedrigsten Anspruch. Und deswegen beginnt der Christoph mit den Kinderspielen. Jawohl. Taco, Katze, Pizza Junior von Dave Campbell und Thierry Denoal für 2 bis 6 Kinder ab 4 Jahren, Anforderung niedrig. Lecker Lava von Sophia Wagner für 2 bis 4 Kinder ab 5 Jahren, Anforderung niedrig. Die Nadel im Heuhaufen von Thomas Sellner für 2 bis 4 Kinder ab 5 Jahren, Anforderung niedrig. Große kleine Edelsteine von Wolfgang Warsch für 2 bis 4 Kinder ab 5 Jahren, Anforderung niedrig. Die magischen Schlüssel von Markus Slavicek und Arno Steinwender für 2 bis 4 Kinder ab 6 Jahren, Anforderung mittel. Und als letztes Spiel Fluffy Valley von Maxime Rambourg und Theo Rivière für 1 bis 4 Kinder ab 7 Jahren, Anforderung hoch. Und es bleibt spannend, denn jetzt kommt der Harald mit der Longlist für Spiel des Jahres. Trio von Kaya Miano für 3 bis 6 Spielerinnen und Spieler ab 7 Jahren mit einer niedrigen Anforderung. Captain Flip von Paolo Mori und Remo Consadori für 2 bis 5 Personen ab 8 Jahren mit einer niedrigen Anforderung. Passt nicht von Thomas Weber für 2 bis 6 Spielende ab 8 Jahren, Anforderung niedrig. Auf den Wegen von Darwin von Grégory Gras, Mathieu Verdier für 2 bis 5 Spielerinnen und Spieler ab 8 Jahren, Anforderung mittel. Trekking, Reise durch die Zeit von Charlie Bink für 1 bis 4 Personen ab 10 Jahren, eine mittlere Anforderung. Schätz it if you can von Ralf zur Linde für 2 bis 5 Spielende ab 14 Jahren, Anforderung niedrig. Harmonies von Joan Benvenuto für 1 bis 4 Personen ab 10 Jahren, eine mittlere Anforderung. Sky Team von Luc Raymond für 2 Leute ab 10 Jahren, mittlere Anforderung. Ghostwriter von Mary Flanagan und Max Seidman für 3 bis 8 Personen ab 12 Jahren, mittlere Anforderung. Und weiter geht's mit der Longlist zum Kennerspiel des Jahres. Die Gilde der fahrenden Händler von Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert für 1 bis 4 Spielerinnen und Spieler ab 10 Jahren, mittlere Anforderung. Zug um Zug, Legenden des Westens von Rob Daviau, Matt Leacock und Alan R. Moon für 2 bis 5 Personen ab 10 Jahren, mittlere Anforderung. Mischwald von Kosch, 2 bis 5 Leute ab 10 Jahren, mittlere Anforderung.
Botanicus von Vieri Masseini und Samuele Tabellini für 2 bis 4 SpielerInnen ab 10 Jahren, mittlere Anforderung. Ritual von Tomás Tarragón, 2 bis 6 Personen, ab 10 Jahren, hohe Anforderung. Emission von Matt Leacock und Matteo Menapace, 1 bis 4 Spielerinnen und Spieler, ab 12 Jahren, hohe Anforderung. Und zum Schluss ein Spiel, das schon ein bisschen schwieriger ist als normales Kennerspiel, Bierpioniere von Thomas Spitzer für 2 bis 4 Personen ab 12 Jahren, eine sehr hohe Anforderung. Herzlichen Glückwunsch an die 22 Spiele, die auf der Longlist stehen. Welche 9 davon nominiert sind, das ist schon so ein bisschen prophetisch, wird das hier schon durch diese tollen Zettel angedeutet. Da kommen wir aber noch nicht zu. Noch bleibt es ein bisschen spannend, sondern ich leite einfach mal rüber zu meinem Kollegen Harald. Ja, diese 22 Spiele, die haben wir tatsächlich aus 475 Neuheiten ausgesucht. 475 Neuheiten, das ist im Grunde eigentlich die Zahl aller Neuheiten, die innerhalb von 12 Monaten ja in die Geschäfte gekommen sind, die wir uns alle angeguckt haben. Wir sind ja 2 Jurys, eine, die sich für Spiel und Kennerspiel zuständig fühlt, Rot und Anthrazit, sagen wir schon so gerne wegen der Farbe, und eine Jury, die sich fürs Kinderspiel zuständig fühlt, mit dieser schicken blauen Farbe. Wunderschön. Da habe ich heute das falsche Hemd für an, aber egal. Trotzdem nah genug dran. Nah genug dran. Also, das ist sehr schön. Und wir in der roten Anthraziten-Jury, wir hatten in diesem Jahr tatsächlich 22% mehr Spiele auf dem Tisch als im Vorjahr. Das war schon auch ein bisschen Arbeit, aber es hat auch großen Spaß gemacht, weil auch wirklich nicht nur unter den nominierten Spielen und den empfohlenen Spielen, also der Longlist, gute Titel dabei war, sondern auch sehr viele andere gute Titel. Und es ist natürlich auch schade, wir zeichnen jedes Jahr eben nur das Herausragende aus diesem Jahrgang aus, um eben euch eine Orientierung zu geben, was denn da das vielleicht für euch bestgeeignete Spiel dabei ist. 22% mehr Spiele, das waren also insgesamt 351 Spiele, die wir auf dem Tisch hatten. 95% davon Autorenspiele, 2,6% Autorinnenspiele. Das stagniert leider auf niedrigem Niveau, der Anteil der weiblichen Autorinnen. 41 Spiele haben beide Jurys gemeinsam sich angeguckt, weil sie so ein bisschen so dazwischen sind in ihrem Anspruch und in ihrer Zielgruppe. Ihr hattet in der blauen Jury 83 Spiele auf dem Tisch. Das sind 6% mehr als noch im Vorjahr. Und außerdem gab es dann auch nochmal, auch das haben sich einzelne Jurymitglieder angeguckt, 80 Varianten und Neuauflagen von Spieletiteln, die man schon so ein bisschen kannte. Aber einzelne Jurymitglieder, wie gesagt, haben auch da nochmal drauf geguckt, ob irgendwo nochmal was wirklich Besonderes dabei war. 83 Spiele fürs Kinderspiel. Und ja, ich war ja selber nicht dabei, ich bin in einer anderen Jury. Da dann eben die Frage an den Christoph, ja, was habt ihr da gemacht, was ist euch aufgefallen, wie war der Blick auf diesen gesamten Jahrgang? Also erstmal ist es sehr erfreulich, dass es wieder nach oben geht mit den Kinderspielzahlen, wobei wir uns ja gar nicht beklagen konnten über mangelnde Qualität. Es geht ja wirklich nur um die Auswahl, aber auch dieses Jahr mit 83 Spielen waren wir schon echt verwöhnt, weil es ja, wir sind noch nicht an Vorpandemie-Zeiten ran, aber es geht in die Richtung. Aber dieses Jahr war es ganz faszinierend. Dieses Jahr haben wir unter den und in der ganzen Longlist fürs Kinderspiel kein Memory-Spiel. Wir haben kein Merkspiel da drin. Letztes Jahr war das so dominant und dieses Jahr hat sich nichts durchgesetzt. Stattdessen haben wir ich sag mal, das erste Arbeiter-Einsatz, Worker-Placement-Spiel für Kinder, mit dem sie da reinkommen, haben wir drin. Wir haben Push Your Luck zum Kennenlernen. Wir haben ein Spiel, bei dem man ein bisschen versuchen muss, in die Zukunft zu schauen. Also wir haben dieses Jahr so ungewöhnliche Mechanismen, dass ein Kollege aus eurer Jury bei einem Spieleabend, den wir hatten, mal sagte, verdammt nochmal,
warum ist denn bei den Erwachsenenspielen nicht mal so ein schöner Mechanismus drin? Und da habe ich gesagt, dann komm doch in die blaue Jury. Ja, wir haben ja tatsächlich dann dieses Merk- und Memory-Spiel bei uns auf der Longlist, Trio, das ist ja das mit dem niedrigsten Anspruch. Auch da können dann schon Kinder auch mitspielen und das ist eben ein tolles Spiel, wo Erwachsene und Kinder gemeinsam sich an so einem Memory-Mechanismus orientieren können. Da fühlen sich Kinder drin wohl, aber auch Erwachsene nochmal auch sehr besonders, weil es eben einen anderen Mechanismus noch dazu hat, diesen Kartenspielmechanismus, der uns da aufgefallen ist. Aber es ist auch eines der Spiele, die wir uns ja auch gemeinsam angeguckt haben, wo ich ja gesagt habe, da haben beide Jurys mal ihren Blick drauf geworfen. Das ist richtig. Ansonsten sind wir mit dem, was wir in der Kinderjury haben auf der Longlist, wahnsinnig zufrieden, weil so schön unterschiedlich hat man es auch selten, dass so viele Mechanismen das erste Mal den Kindern gezeigt werden und auf so eine schöne, ungewöhnliche Weise. Und auch ausstattungstechnisch haben wir diesmal wieder so ein paar Hingucker, die überhaupt nicht zum Gimmick verkommen, sondern wo die Spielgeschichte mit dem ungewöhnlichen Material oder dem ungewöhnlichen Schiebemechanismus oder Aufschließmechanismus perfekt eingebettet sind. Also wir sind total zufrieden und die Kinder waren es auch. Kleine Überraschung jetzt noch an der Stelle. Der Christoph beschäftigt sich in Zukunft auch noch mit diesen roten Anthrazitenspielen. Wir werden dafür sorgen, dass ab jetzt eben auch die bisherigen Kinderspieljurorinnen und Juroren, die Vereinsmitglieder sind, auch bei uns in der Jury mitarbeiten, die ja bisher unsere war. Aber wir werden diese Trennung jetzt ein Stück weit aufheben an dieser Stelle. Wir haben ja schon gesagt, wir arbeiten bei einzelnen Titeln auch schon zusammen und Christoph wird dann dabei sein bei uns. Auch andere Kinderspieljurorinnen und Juroren haben eben die Chance, oder ist auch nicht nur eine Chance, wir sind dann ja noch mehr, die dann auch die Spiele drauf gucken, das dann noch zu erweitern und so wachsen diese beiden Jurys auch zusammen und das dürfte für die Qualität auch nochmal ganz gut sein, weil es immer nicht schlecht ist, wenn noch eine Person mit zusätzlich drauf guckt. Was aber dabei bleibt, beim Kinderspiel, das ist ja nochmal eine andere Herausforderung, weil das können wir ja nicht nur selber spielen mit Freundinnen und Freunden, mit Bekannten, mit Nachbarn, sondern wir brauchen Kinder. Also da kommt es ja gar nicht darauf an, dass wir es selbst spielen. Manchmal spielen wir auch mit. Ich war ja selber auch mal als Beirat in der Kinderspieljury. Manchmal spielt man auch selber mit, manchmal nicht. Manchmal guckt man nur. Das sind ja ganz gemischte Situationen. Kinderspiel ist dadurch auch ein Stück weit anspruchsvoller und deswegen bleibt da die Besonderheit. Kinderspieljury machen darauf spezialisierte Vereinsmitglieder zusammen mit Beirätinnen und Beiräten. Dabei bleibt es auch. Das, was du mal warst, nämlich auch der Beirat, den wir ja ausschreiben öffentlich. Und die Ausschreibung geht noch bis nächste Woche Montag. Also wer noch mal sich bewerben möchte für den Beirat, wer einen pädagogischen Hintergrund hat, in einer pädagogischen Einrichtung arbeitet, auch pädagogisch beruflich arbeitet, dann gerne bewerben. Der Beirat hilft uns im Kinderspiel wahnsinnig, das zu sichten, denn wir sind ja als Kritikerinnen und Kritiker, haben wir kaum bis gar keinen pädagogischen Hintergrund, mit der uns erlaubt, täglich in der normalen Arbeit das zu machen. Wir müssen uns das immer irgendwo wegknapsen, die Zeit, die wir dafür brauchen. Die Beiräte machen das einfach nebenbei im Kindergarten, in der Grundschule, in der offenen Ganztagsschule und das hilft uns total. Und so wie ich unsere 3 Beirätinnen, die wir dieses Jahr haben, die Natascha Braunbeck, die Carina Lodenkemper und die Svetlana Zeiser, so wie ich die erlebt habe, waren die total begeistert und die fanden das total schön, mitgemacht zu haben. Und deswegen kann ich es nur anraten. Wer will, gerne nochmal bewerben für den Beirat. Und herzlichen Dank an die 3, die uns dieses Jahr so kräftig unterstützt haben, den Verein so kräftig unterstützt haben, weil es eigentlich auch nicht möglich wäre, seriös über Kinderspiele zu entscheiden, wenn wir diese Unterstützung aus diesem professionellen Bereich nicht hätten. So sieht's aus, allerdings, ja. Ja, und wo wir gerade bei Ausschreibungen sind, Bewerbung für Kinderspielbeirat, nehmen wir noch gerne entgegen bis Montag. Und es wird in diesem Monat auch eine Ausschreibung beginnen für, ja, so ein bisschen höher dann angesiedelt. Das ist eine Stelle für einen akademischen Mitarbeiter oder eine akademische Mitarbeiterin an der Universität Konstanz für Spiele, für Brettspiele tatsächlich. Und da geht es wirklich darum, wie spielen wir und diesmal zu erforschen. Es gibt unheimlich viel Forschung zum Bereich Videogames, was ja auch super ist, dass viele Unis sich darum kümmern. Aber gerade im Bereich der analogen Spiele gibt es das eben noch viel zu selten.
selten und wir unterstützen da die Uni Konstanz jetzt schon seit einiger Zeit. Wir haben da ja auch 2 Promovendinnen, die sich schon um das Thema kümmert und jetzt gehen wir noch ein Stück höher. Postdoc-Stelle nennt man das. Also wer da jetzt noch ein bisschen qualifizierter ist, der kann sich dann auch an der Uni Konstanz bewerben. Wir als Verein Spiel des Jahres, wir finanzieren diese Stelle und vielleicht dann ja auch bei der Gelegenheit mal die Frage, wir finanzieren ja noch eine ganze andere Menge an Aktivitäten. Es wird ja immer mal gefragt, was macht ihr noch so als Verein Spiel des Jahres? Und wir machen ja eine ganze Menge Förderung. Wir machen ganz viel Förderung. Zum Beispiel fördern wir, wenn man als Ort des Spiels Schulklassen zum Beispiel, offene Ganztagsschulen oder zum Beispiel auch Cafés oder Bistros, wenn man dort Spielerunden anbietet, fördern wir Spielepakete, dass wir entweder Geldmittel zur Verfügung stellen oder auch Spiele, mit den Geldmitteln dann aus einem bestimmten Pool von Spielen sich etwas zusammensuchen kann, um dort eine Spiele-AG oder eine wöchentliche Spielerunde vielleicht anzubieten, damit das Spielen in die Gänge kommt an gewissen Orten. Das fördern wir. Wir sind sehr stolz darauf, immer noch, und das geht ja schon seit Jahren so, die Aktion Spielend für Toleranz anbieten zu können. Eine ganz, ganz tolle Sache, in der sich Privatpersonen oder auch Gemeindezentren oder auch Schulen, egal, bewerben können und von uns ein Spielepaket und Banner und alles zugeschickt bekommen, um offene Spielerunden anzubieten. So eine Art Spielefeste zu organisieren, bei denen sich Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenfinden. Und deswegen sind die Spiele, die in diesem Paket sind, alle mit einer sehr niedrigen Einstiegsschwelle versehen und vor allen Dingen auch weitestgehend sprachneutral, dass wirklich ganz viele verschiedene Menschen zusammensitzen und spielen können. Und natürlich, auch ein bisschen Werbung dafür machen, wird in den hier Spielepaketen ab jetzt dann natürlich auch Spiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres drin vertreten sein. Ja, genau, das neue Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, dauert ja noch ein bisschen, bis es da ist, aber dann ab dem Herbst wird man es dabei haben, weil Spielen für Toleranz ist uns sehr wichtig. Wir engagieren uns da eben auch klar, positionieren uns klar gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Rassismus und Antisemitismus und das ist etwas, was in dieser Zeit eben heute sehr wichtig ist und beim Spielen kann man eben das Zusammenkommen von Menschen sehr gut nachempfinden. Für alle gelten die gleichen Regeln, alle können mitspielen, alle sind mit dabei. Spielen für Toleranz kann man jederzeit sich bewerben für und sagen, für welche Veranstaltung man das möchte, für welches Format. Das Förderprogramm für die vielen anderen Einrichtungen, von denen Christoph gesprochen hat, da haben wir in diesem Jahr schon fast 100.000 Euro ausgeschüttet. Fürs nächste Jahr gibt es dann eine neue Förderrunde. Das wird dann im Herbst etwa wieder eine Ausschreibung für dieses Programm geben. So, und damit kommen wir endlich zum Nein, noch nicht. Denn wie die Kinderspiele, wie ich ja gerade erwähnt habe, mit ganz vielen merkwürdigen, tollen und aufwendigen Mechanismen geglänzt haben. Und wie der eine Kollege ja schon ganz traurig sagte, bei den Erwachsenenspielen und bei den Kinderspielen und so gibt es das ja alle nicht. Aber wenn man bei euch auf die Longlisten guckt, gibt es doch genug ganz wahnsinnig interessante Sachen da drin. Fand ich jetzt zumindest. Du ja bestimmt auch. Ja, wir waren auch sehr zufrieden. Was auffällig war in diesem Jahr, ist, dass wir eine ganz große Bandbreite haben, gerade im Hinblick auf thematische Spiele. Aber auch eben, und da fängt es ja an, also diese Bandbreite war so faszinierend. Wenn man sich das Kartenspiel Passt nicht anguckt, da ist ein rein abstrakter Mechanismus drin. Also auf den Karten sind nur Zahlen und Farben, nichts. Und es entsteht eine wahnsinnige Stimmung am Tisch. Man kommt ins Gespräch, man kann so ein bisschen mogeln, man kann den anderen so foppen mit irgendwas, du hast was übersehen. Es macht unglaublich viel Spaß. Und diese Faszination, die aus solchen Karten einfach nur mit Zahlen und Farben entsteht, die zeigt, Spielen ist ein Kulturgut. Also das Tun, dass wir als Menschen miteinander spielen, ist ein Kulturgut. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch Spiele, wo eben deutlich wird, Spielen ist wegen ihres Themas ein
Kulturgut. Und da ist zum Beispiel, es gibt dieses Jahr sehr viele thematische Spiele, auch im gesamten Jahrgang, auch Spiele, wo politische Dinge eine Rolle spielen, also auch wirklich Dinge, die relevant sind, die uns thematisch auch unter den Nägeln brennen. Und auf der Longlist auffällig eben auch das Spiel Emission, ein ganz besonderes Spiel, was ich jetzt neben Passt nicht da mal kurz erwähnen will, weil wir bei Emission tatsächlich als Staatenlenker oder Lenkerin oder Staatengruppen führen wir. Da gehen wir kooperativ vor und versuchen, die Klimakatastrophe zu bekämpfen. Und dies in einer großen Faszination, was uns da an Möglichkeiten zur Verfügung steht, so etwas zu machen. Wir machen das kooperativ. Es ist ein kooperatives Spiel, wie das ja immer noch ein Mechanismus, der sehr beliebt ist. Im Vergleich zu 20 Jahren früher gab es sowas ja kaum. Jetzt kooperativ. Aber in dem Fall sitzen wir alle da und so ganz kooperativ sind wir ja doch nicht, weil ich bin die USA, du bist China und so ein bisschen Egoismus ist dann natürlich auch immer noch dabei. Aber eine ganz große Faszination, wir haben da ein Thema und ein Thema, muss man auch sagen, das Tolle daran ist, es geht auch nicht darum, dass da alles, was drin passiert ist, wir persönlich toll finden müssen. Da ist in manchen Spielen, es gibt total viele Karten, aber es gibt auf einigen Karten zum Beispiel die Atomkraft als ein Thema, auch als eine Lösung, um die Klimakatastrophe zu bekämpfen. Ich glaube persönlich, nein, das wird nicht die Lösung sein. Das glauben, glaube ich, auch viele andere bei uns im Verein, nicht ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber wir haben immerhin die Möglichkeit, hinterher darüber zu diskutieren. Warum kommt das darin vor? Kann es vielleicht doch ein Ansatz sein? Wird er passieren, der Ansatz? Das ist das Tolle. Und auch so Dinge, dass man überhaupt darüber diskutiert, ist in dem Spiel, ich meine, Flüchtlingsbewegungen werden nachgezeichnet, es gibt gesellschaftliche Verwerfungen, es spielt alles auch eine große Rolle. Aber vielleicht müsste man auch sagen, das wird am Ende doch zu sehr auf Technik gesetzt in dem Spiel. Geht es nicht mehr darum, in der Realität, dass wir unseren Lebensstil wandeln müssen. Aber auch, das sind Dinge, über die können wir in diesem Spiel reden und das finde ich an solchen Spielen toll. Und wir hatten, ich glaube, ich habe im letzten Jahr auch mal darüber gesprochen, so ein bisschen die Befürchtung, dass manche Autorinnen und Autoren, manche Verlage immer mehr Spiele in irgendwelche Fantasy-Welten verlagern, weil da Themen sind, die uns eigentlich gar nicht mehr berühren. Das regt dann keinen mehr auf, es kann sich auch keiner negativ drüber aufregen, aber ich spreche lieber auch mal kritisch über ein Spiel, als ein Spiel zu haben, wo man eigentlich über gar nichts so richtig reden kann. Und gerade diese thematischen Spiele, die haben uns in diesem Jahr sehr viel Spaß gemacht. Das war jetzt nicht nur Emissionen, es gibt Spiele zu Naturthemen, wo ökologische Zusammenhänge ein Stück weit nachempfunden werden im Spiel. Es gibt ein Spiel, wo man in einem Cockpit sitzt und ein Flugzeug versucht zur Landung zu bringen, damit es nicht abstürzt. Nein, das heißt nicht Absturz. Notlandung, bitte. Notlandung. Ich habe nochmal nachgeguckt, also möglichst keine Notlandung, sondern eine richtig flache Landung. Ne? Und natürlich, wir sprechen noch vom Absturz, aber sowas wollen wir natürlich im Spiel nicht spielen. Ne? Aber man fühlt sich ein bisschen so wie so im Cockpit vor so einer Landung und sie könnte doch schief gehen. Und das sind tolle Erlebnisse, die diese Spiele in diesem Jahr bieten. Und da sind wir wirklich zufrieden mit diesem Jahrgang. Und wir bedanken uns da auch beim Kinderspiel natürlich bei allen Autorinnen und Autoren, bei den Redaktionen, die da gute Arbeit geleistet haben, den Illustratorinnen und Illustratoren, die tolle Bilder gezeichnet haben, die, und das ist eben das Wichtige, uns beim Spielen unterstützen. Auch sie haben da eine wichtige Funktion in solchen Spielen, weil sie da einen Teil des Spiels auch ausmachen. Und wir haben uns wirklich gefreut über diesen Jahrgang. Ein großer Dank geht von uns aber auch an den Ort, an dem wir uns hier befinden und wo wir die Regale immer so schön umräumen dürfen und alles. Das Place in Frankfurt, ein Spielecafé mit ganz vielen Räumlichkeiten, wahnsinnig vielen Spielen, großer Spielerauswahl, auch Konsolenspiele und Retro-Spiele werden ja auch angeboten. Ganz tollen Gläschen mit Süßigkeiten leider auch und einer tollen Kaffeemaschine, wo auch Kakao gibt. Also alles top. Und wenn ihr ganz neidisch seid, dass es sowas gibt, dann guckt doch einfach mal bei euch in der Umgebung. Wer weiß, ob es da nicht auch so ein Spielecafé gibt oder vielleicht auch ein Gemeindezentrum regelmäßige Spielerunden anbietet. Ich wohne in Köln-Mühlheim und hätte nicht gewusst, dass es dort alle 3 Wochen sonntags in einem evangelischen Gemeindezentrum eine öffentliche Spielerunde gibt. Und da laufe ich vielleicht 5 Minuten hin. Also und manchmal ist man überrascht. Es gibt natürlich noch mehr Orte, wo gespielt wird und wo das so groß ist, dass man da sogar eine Messe ums Spielen strickt.
Und auf ein paar dieser Veranstaltungen, wenn man Lust hat, da kann man uns sogar teilweise sehen und mit uns sprechen. Zum Beispiel. Genau, ja, wir sind am nächsten Wochenende, am Samstag und Sonntag in Wien. Da ist das Spielefest Wien, da freuen wir uns sehr drauf. Das ist eine sehr große deutschsprachige Stadt. Spiel des Jahres ist ja nicht nur für den Bereich Deutschland zuständig, wir haben ja auch ein österreichisches Jurymitglied. Wir hatten auch schon mehrfach Leute, die aus der Schweiz kamen. Auch das gehört zu dem Bereich, um den wir uns kümmern. Wir freuen uns sehr, nach Wien zu kommen, um da auf dem Spielefest Wien mit euch zu spielen. Ich werde selber mit dabei sein. Wir werden die gesamte Longlist dabei haben und ihr könnt alles ausprobieren, bis auf die Ausnahme Zug um Zug Legacy. Das wäre zu lang. Das ist ein Spiel, wo man sehr viele Kapitel macht. Es ist ein brillantes Spiel, aber leider nicht geeignet, um das kurz mal auf einer Messe auszuprobieren. Da braucht man eben mehr Zeit für und man verändert das Spiel. Legacy, man verändert das Spiel im Laufe des Spiels, weil man immer so Sachen auf die Sachen draufklebt. Also es gibt neue Sachen, die werden aufgemacht, die erlebt man und die vererben sich in die nächste Partie. Deswegen heißt es Legacy. Das kann man, wie gesagt, da kann man sich vielleicht mal die Schachtel angucken, aber mehr wird da nicht passieren. Sonst ist alles dabei, Kinderspiel, Kennerspiel und Spiel, könnt ihr mit ausprobieren. Du wirst dann da sein, falls jemand ein bisschen weiter weg wohnt. Ja. Es gibt ja vielleicht auch ein paar Leute, die englischsprachig sind. Wir haben ja sogar Untertitel auf Englisch hier unten, ne, wo man das sehen kann. Der Christoph wird in Indianapolis sein. Auf der GenCon in Indianapolis, total spannend, das nordamerikanische Pendant zur Spiel in Essen, was aber total anders ist, aber trotzdem auch total super. Und wer mal Lust hat, diese ganze Reise auf sich zu nehmen, was nicht ohne ist, muss man gleich schon mal sagen, und wer nicht erschlagen, wer keine Angst hat davor, erschlagen zu werden von amerikanischen Eindrücken und Menschenmassen, die da herumgehen und plötzlich auch von einem Ork oder einem Jedi-Ritter, die einem plötzlich überholen auf dem Weg zur Toilette, sollte mal dringend vorbeikommen. Wir haben dann natürlich, weil es Ende Juli, Anfang August stattfindet, haben wir dann schon die Gewinnertitel dabei, die wir in unserem kleinen, aber sehr niedlichen Stand mit den Leuten da spielen und den Leuten präsentieren werden. Also wer mal zur GenCon kommen möchte, es ist ein totaler Kulturschock, dahin zu gehen, aber es lohnt sich. Und wir sind noch auf der Hobbymesse in Leipzig im September und im Oktober dann natürlich auf dem weltgrößten Spiele-Event der Spiele in Essen. Da freuen wir uns jetzt auch schon drauf. In Essen auf der Spiel, da werden wir auch unsere Spiele zeigen und ihr könnt uns wahrscheinlich auch irgendwo in den Gängen treffen und wir freuen uns immer auf Begegnungen. Sprecht uns an, wenn ihr Fragen habt. Kommen wir nun zu den nominierten Titeln in der Kategorie Kennerspiel des Jahres. Aber jetzt kommen wir zur Verkündung der 3 Shortlists und wir fangen an mit der Shortlist zum Kennerspiel des Jahres 2024 und das verkünden wir in einer zufälligen Reihenfolge und dafür mische ich mal die 3 Verkündungszettel und halte dir mal die 3 hin. Bitteschön. Nominiert zum Kennerspiel des Jahres 2024 die Gilde der fahrenden Händler von Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert, erschien bei Skellig Games und AEG. Nominiert für das Kennerspiel des Jahres 2024 Zug um Zug Legacy, Legenden des Westens von Rob Daviau, Matt Leacock und Alan R. Moon, erschien bei Days of Wonder. Nominiert zum Kennerspiel des Jahres 2024 Emission von Matt Leacock und Matteo Menapace, erschien bei Schmidt. Nominiert zum Kennerspiel des Jahres sind Emission, die Gilde der fahrenden Händler, Zug um Zug Legacy, Legenden des Westens. Kommen wir nun zu den Nominierten in der Kategorie Kinderspiel des Jahres. Und da macht der Harald mal weiter und ist die ist die Zettelfee für das Kinderspiel des Jahres.
auch in zufälliger Reihenfolge, ziehe ich einfach mal den und sage, nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2024 Große kleine Edelsteine von Wolfgang Warsch, erschienen bei Schmidt Spiele. Nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2024 Die magischen Schlüssel von Markus Slavíček und Arno Steinwender, erschienen bei Game Factory und Happy Baobab. Und nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2024 Taco, Katze, Pizza Junior von Dave Campbell und Thierry Denoual, erschienen bei Blue Orange. Nominiert für das Kinderspiel des Jahres sind Große kleine Edelsteine, Die magischen Schlüssel, Taco, Katze, Pizza. Kommen wir nun zu den Nominierten in der Kategorie Spiel des Jahres. Und dann bleiben nur noch 3 übrig. Und da mache ich nochmal die Zettelfee. Mische durch und bitteschön. Nominiert zum Spiel des Jahres 2024 Auf den Wegen von Darwin von Gregory Grard und Mathieu Verdier, erschienen bei Sorry We Are French. Nominiert zum Spiel des Jahres 2024 ist Captain Flip von Paolo Mori und Remo Consadori, erschienen bei Playpunk. Nominiert zum Spiel des Jahres 2024 ist Sky Team von Luc Remond, erschienen bei Cosmos und Scorpion Masqué. Nominiert zum Spiel des Jahres sind Auf den Wegen von Darwin, Captain Flip, Sky Team. Herzlichen Glückwunsch an die 9 nominierten tollen Spiele. Ja, und vielen Dank. Das war es dann ja auch schon. Herzlichen Dank an Nico Wagner, der hier am Ton sitzt, bei Julia Zerlik für die Produktion und natürlich insbesondere noch bei Stefan Zerlik, Kamera, Schnitt und Drehbuch und alles Mögliche. Alles. Und wir sehen uns wieder am 21. Juli, Sonntag, 21. Juli, 18 Uhr. Dann wird die Preisverleihung stattfinden und ihr werdet erfahren, weil das steht noch nicht fest, das wird erst unmittelbar vorher von der Jury entschieden. Ihr werdet am 21. Juli live auf YouTube erfahren, was sind die 3 Siegerspiele. Bis dahin bleibt gesund, spielt viel, spielt die Nominierten, guckt aber auch auf die Empfehlungsliste, was euch da gefällt. Macht Spiele, gebt sie in die Familien, empfehlt sie weiter. Spielen ist eines der schönsten Dinge, die wir uns vorstellen können und auch definitiv eines der schönsten Dinge auf der Welt. Insofern macht's gut, spielt viel und passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.